Der Frühling kommt und du willst endlich wieder Zeit auf deinem Balkon verbringen, Dann solltest du unbedingt das ganze Video schauen. Das ist jetzt die höchste Zeit für ein Balkon-Makeover. Wir zeigen dir, Welche Sorten du idealerweise auf deinem Balkon anbauen kannst. wie du aus alten Bambusstücke ein schönes Windlicht bastelst wie du auf eine alte Vase ein Terrakotta-Kunstwerk machst. Und mit ein wenig handwerklichem Geschick ganz einfach ein kleines Insektenhotel baust. Hallo, ich bin Babette. Ich bin Nathalie. Ich bin Chelsea und wir bauen heute zusammen ein Bambuswindlicht. Zuerst schneiden wir uns die Bambusstäbe mit der Gartenschere zurecht. Die Stücke werden ungefähr so 30 bis 40 cm groß, müssen aber auch nicht alle gleich lang sein. Als nächstes befestigen wir die Bambusstäbe mit der Heißklebepistole an den Holzringen. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass die Unterstäbe abschließend sind, damit das Windlicht nachher auch richtig stehen kann, und oben können die ruhig ungleichmäßig sein. Jetzt sind die 4 Stäbe angebracht, das hält dir schon mal ganz gut. Und als nächstes machen wir dann einfach Stück für Stück die anderen Bambusstäbe ran, dann wird das auch noch viel besser halten. Du suchst mehr Tipps für dich und dein Zuhause? Abonnier den Kanal. Jetzt haben wir noch die Kordel, die könnt ihr benutzen, um das an den Seiten zu befestigen, dann könnt ihr die aufhängen. Oder aber auch hier um das Windlicht nochmal rumwickeln als kleine Deko. Die Kordel ist jetzt fertig angebracht. Man kann es jetzt transportieren und dann können wir das Windlicht auf den Balkon stellen als Deko. Wir sind jetzt fertig, aber ich habe noch ein bisschen Bambus übrig. Vielleicht kann Babette den für ihr Insektenhotel gebrauchen. Danke, Chelsea. Lass uns anfangen. Ganz wichtig, wenn man mit Elektrowerkzeugen arbeitet, ist Arbeitsschutz. Für die Seiten des Insektenhauses brauchen wir 4x 25 cm. Für das Zurechtschneiden benutze ich eine Zugkappsäge. Wenn man aber keine hat, kann man natürlich auch einfach eine Kreissäge, eine Stichsäge oder eine Handsäge benutzen. Wichtig ist, dass man ganz kurz die Splitter schleift. So, jetzt habe ich die Seiten und jetzt schrauben wir die zusammen. Womit befüllt man das Insektenhaus? Erstens fangen wir mit Tannenzapfen an. Die sind super für Ohrwürmer, Florfliegen und Marienkäfer. Ein Stück Hartholz, das ist für Wildbienen und Wildwespen. Und letztens Bambusröhrchen. Tannenzapfen passt, das ist perfekt. Wir nehmen ein Stück Eisendraht, das wir um den Zapfen rumwickeln, damit wir das hier oben befestigen können. Jetzt machen wir weiter. Jetzt kann ich Löcher reinbohren. Wichtig ist, dass die Löcher zwischen 2 und 9 mm sind, da unterschiedliche Bienen unterschiedliche Größe mögen. Jetzt befülle ich das letzte Fach mit Bamburöhrchen. Wichtig ist, dass die gut befestigt sind. Die letzten Schritte sind jetzt das Dach. Dafür brauche ich 2 Bretter, 22 und 24 cm. Perfekt. Jetzt geht's weiter und machen wir ein bisschen Gitter an der Hinterseite des Insektenhotels, damit die Füllung nicht rausfällt. Perfekt, jetzt können wir weiter befüllen und das machen wir mit Stroh. Jetzt nägeln wir noch die Teerpappe oben drauf und dann sind wir fertig. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist etwas drauf machen zum Aufhängen, weil ich plane, das Hotel an der Wand zu hängen. Ich habe vor kurzem diese Vase in meiner Werkstatt gefunden. Chelsea, hast du eine Idee, wie ich die aufpeppeln kann? Na klar, aus dieser Vase mache ich einen richtigen Hingucker für den Balkon. Dafür brauchen wir Acrylfarbe, Pinsel und Backpulver. Im ersten Schritt mischen wir die Acrylfarbe mit dem Backpulver. Das Backpulver ist dafür da, dass die Farbe so ein bisschen klumpig wird, damit es den perfekten rustikalen Look ergibt. Im Trend sind momentan die Pastelltöne, deshalb benutzen wir diesen Rosaton, um unsere Vase zu bemalen. Ihr solltet beim Bemalen der Vase darauf achten, dass ihr mehrere Schichten macht, damit die Farbe auch richtig deckt. Jetzt ist unsere Vase fertig und zu einer Vase gehören natürlich auch Blumen. Ich empfehle euch, Trockenblumen zu nutzen. Sie sind super pflegeleicht und sie sehen auch perfekt dazu aus. Ich habe leider nicht so den grünen Daumen, deshalb würde ich das Päckchen Saatgut lieber weitergeben. Danke, das können wir jetzt direkt einpflanzen.
habe mich dazu entschieden, heute ein Hochbeet gemeinsam mit dir zu bepflanzen, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als die eigenen Kräuter frisch aus dem eigenen Hochbeet zu ernten. Ich habe mich in dem Fall für dieses hier entschieden, das passt nämlich perfekt auf meinen Balkon. Für den Anbau auf dem Balkon eignen sich perfekt Gemüsesorten wie Tomate oder die Rauke oder Kräutersorten sowie Rosmarin, Basilikum oder Minze, also wirklich perfekt fürs Kochen. Die perfekten Bedingungen für den Anbau eines Hochbeetes sind zum einen, dass der Balkon möglichst nach Süden ausgerichtet sein sollte. Wichtig ist, dass der Balkon Schutz vor Regen bietet und dass die Traglast nicht unterschätzt wird. Step 1 wird der Rindenmulch sein, der sorgt nämlich für eine perfekte Durchlüftung und verhindert Staunässe. Step 2 ist die Kompostschicht, damit meine Pflänzchen im Endeffekt auch genügend Nährstoffe bekommen. Nachdem wir unsere zweite Schicht ordentlich verteilt haben, kommt unser Step 3 und zwar die Hochbeeterde. Die ist versetzt mit dem passenden Dünger für die Kräuter und Gemüsesorten, die ich mir ausgewählt habe. Unser Step 4 und somit auch der letzte Schritt ist das Einpflanzen unserer Kräuter. Beim Gießen unserer Pflanzen gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Zum einen ist es super wichtig, dass du nicht unbedingt in der heißen Mittagssonne gießt, sondern lieber schön früh morgens oder abends. Außerdem ist es wichtig, dass du nicht von oben gießt, sondern lieber unten schön an die Pflanze ran, sodass die Pflanzenblätter ausgelassen werden. Du verreist gerne und hast Sorgen, dass deine Pflanzen die Zeit ohne dich nicht überleben? Keine Sorge, dafür habe ich auch einen super Tipp im Petto. Es gibt Tonkegel im Baumarkt zu kaufen, die du ganz einfach mit in die Erde geben kannst. Kannst eine Flasche kopfüber gefüllt damit reinstülpen und diese verteilt dann regelmäßig Wasser, sodass deine Pflanzen die Zeit ohne dich auch gut überleben können. Ich bin total zufrieden mit meinem Hochbeet. Das ist ein absoluter Hingucker und ich fühle mich echt noch viel wohler als zuvor auf meinem Balkon. Es hat mich heute wirklich überrascht, dass man seinen Balkon mit ein paar kleinen, einfachen Schritten wirklich in eine Wohlfühloase umwandeln kann. Besonders schön finde ich das Windlicht, denn man kann es nicht nur draußen hinstellen, sondern auch drin und es passt super zu meiner Einrichtung.